The German cities of Speyer, Worms, and Mainz are considered the cradle of European Judaism. That's why they were once referred to as Jerusalem on the Rhine. In medieval times, the city's Jewish residents formed a tight-knit religious community. It became the center of Ashkenazi Judaism. Jewish life has shaped these three cities for over 900 years. This Jewish quarter in Speyer dates back 1,000 years. Collectively, the cities are known as Shum sites, an acronym derived from their medieval Hebrew names. In Speyer, you can still see remains of a synagogue dating back to 1104. As well as remnants of a women's shul, or women's synagogue. The site also features a 12th century mikveh, or ritual bath. It's considered the oldest and best preserved bath of its kind in Europe. This staircase leads to the underground bath. Worms was an important center of Jewish life, as its 12th century Jewish quarter illustrates. And Holy Sand Cemetery is still an important site for Jews today. Um 1030, 40 ist er etwa entstanden, gleichzeitig mit der jüdischen Gemeinde, als die sich hier ansiedelte. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr alter jüdischer Friedhof. Das sieht man auch, wenn man sich hier umschaut und die ganzen Steine sieht. Eigentlich ein Meer aus Steinen. Numerous famous rabbis and Jewish scholars are buried here at Europe's oldest Jewish cemetery. Es gibt im Jahr rund 40.000 bis 80.000 Besucher und sehr, sehr viele schauen sich natürlich diesen Friedhof an. Das ist für die ein ganz wichtiger Punkt für Verortung, Geschichte finden, Familiengeschichte finden, Gelehrte besuchen. Hier passiert einfach wahnsinnig viel für Juden. Worms synagogue was destroyed by the Nazis, but later rebuilt. Today, religious services are held here once more. Ja, das Gebäude ist vielleicht nicht sehr groß, aber es ist wirklich ein Gebäude mit wahnsinnig vielen Zeitschichten. Begonnen im 11. Jahrhundert, mehrfach niedergebrannt in Kriegen, in den Kreuzzügen, immer wieder angegriffen. Und die Juden in Worms haben immer wieder gesagt, wir bauen das auf, wir gehören hierher und hier möchten wir bleiben. Das zeugt natürlich von wahnsinnigem Widerstandskraft und auch von dem Wunsch, anerkannt zu sein. Countless anti-Jewish pogroms, wars, and the Nazi era wiped out much of Mainz's rich Jewish heritage. In 2010, a new synagogue was inaugurated where the old one once stood. Its architecture is unique. Ja, das Ganze ist eine Wortskulptur, und zwar ist es das Wort Kedusha. Ich habe hier mal der Entwurfszeichnung vom Architekten mitgebracht. Kedusha steht für Heiligen, erhöhen, ist ein wichtiges Gebet, was fromme Juden dreimal am Tag beten. Und diese Buchstaben von Kedusha haben hier praktisch die äußere Silhouette evoziert. Inside, Hebrew characters adorn the walls. And here are the Torah scrolls, with the 5 books of Moses. Ja, man liest die Torah mit dem Torah-Zeiger. Yad Hand ist natürlich ganz wichtig, weil es ist Pflanzentinte. Wenn man im Sommer mit schweißigen Fingern da über die Torah-Rolle wischen würde, würde die Schrift verwischen. Es ist aber auch ein Ausdruck des Respekts vor dem Höchsten, dass man einfach nicht mit dem Finger direkt auf das biblische Wort zeigt, sondern dass man dazu einen würdigen Zeiger nimmt, um die Zeilen entlang zu fahren damit. Ja. In 2021,
UNESCO placed the historical Jewish sites of Speyer, Worms and Mainz on the World Heritage List in recognition of their great religious and cultural value.